Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungstechnologien-Reihe sozusagen. Heute wollen wir uns nochmal ganz kurz angucken, was es für verschiedene Wallet-Arten gibt. Das heißt, nicht wie sie aufgebaut sind, wie man die Keys generiert oder sowas, sondern einfach, wie man sie wirklich benutzen kann. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Arten, um genau zu sein, 3 plus so ein halbe. Und die möchte ich euch ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, was ihr da eigentlich tut, beziehungsweise wem ihr da euer Vertrauen schenkt. Und zwar die erste Kategorie ist die Kategorie, die man auch am Anfang sozusagen direkt implementiert hatte. Das war auch schon bei Bitcoin Core der Fall. Das heißt, das war sozusagen das erste. Das sind Software-Wallets. Das sind einfach die ganz normalen Wallets sozusagen. Ihr habt sozusagen eine Software bei euch auf dem Rechner laufen und dort drin liegen eure Schlüssel. Damit könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt niemandem vertrauen, außer euch selber. Ihr seid aber auch selber verantwortlich fürs Backuppen von euren Schlüsseln. Ihr seid selber verantwortlich für eben nicht vergessen eurer Passphrase, falls ihr eine benutzt. Und wenn ihr gehackt werdet oder sonst irgendwer bei euch einfach irgendwie Zugriff auf diese Software bekommt, dann habt ihr ein Problem, denn dann ist das ganze Geld weg. Das sind sozusagen Software-Wallets, das heißt, hier steckt ihr das Vertrauen in euch selber. Und ein bisschen in die Software, denn wenn die Software anfällig ist für irgendwelche Bugs oder sowas, dann kann es natürlich auch passieren, dass man dadurch erstmal an den Key rankommt oder sowas. Also das kann natürlich immer passieren. Das heißt, hier liegt das Vertrauen ganz klar bei euch und bei der Software. Das ist ganz okay eigentlich, wenn man sicher sein kann, dass man auch selber eine gewisse Ahnung davon hat und wenn man halt nicht wirklich viel oder sowas hat. Wie wir ein Software-Wallet aufsetzen, schauen wir uns nächstes Mal oder übernächstes Mal dann an. Das machen wir jetzt in diesem Video nicht. Hier sollt ihr nur vielleicht bei der Wahl eures Wallets ein bisschen beraten werden. Das ist eigentlich alles. So, nächste Kategorie sind Third-Party-Wallets. Und das ist ein bisschen weird, kann man sagen, weil man steckt da sein Vertrauen komplett in diese dritte Partei. Das heißt, man lädt seine Daten, also seine kompletten Private Keys, alles lädt man in die Cloud sozusagen hoch. Zum Beispiel auf eine Website oder es wird direkt dort erstellt. Nehmen wir einfach mal zum Beispiel bitcoin.de. Dazu kommt noch ein separates Video, keine Sorge, gucken wir uns auch dann noch im Detail später an. Dort könnt ihr ein Wallet erstellen und könnt damit irgendwie Bitcoin handeln, also kaufen, verkaufen und auch mittlerweile Ethereum und Bitcoin Cash oder sowas, glaube ich auch. Auf jeden Fall könnt ihr dort nur euren Wallet benutzen. Das machen die meisten Webseiten heutzutage, bei denen ihr irgendwie Kryptowährungen kaufen könnt. Die stellen euch ein Third-Party-Wallet zur Verfügung. Das bedeutet, ihr habt sozusagen überhaupt keine Kontrolle mehr über eure Schlüssel. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, euren Login verliert, dann verliert ihr alles natürlich, klar. Aber meistens gibt es irgendwie die Fähigkeit zum Zurücksetzen von Passwort oder sonst irgendwas. Und wenn jetzt ihr gehackt werdet, passiert im Endeffekt gar nichts, außer dass man halt euer Passwort rausfinden kann, was man durch irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung mehr schützen kann oder sowas. Das heißt, selbst wenn ihr gehackt werdet, eure Bitcoin sind immer noch mehr oder weniger safe, wenn ihr einigermaßen auf die Sicherheit von eurem Account achtet. Ansonsten natürlich auch dann nicht. Aber das Problem ist natürlich hier jetzt, was passiert, wenn diese Third Party gehackt wird? Sagen wir einfach mal, ihr erinnert euch vielleicht an den NiceHash-Hack. Die hatten auch Third Party Wallets für alle zur Verfügung gestellt. NiceHash war eine Seite, oder ist mittlerweile wieder, ich weiß es nicht ganz genau, eine Seite, wo man sich Hashing Power kaufen konnte für Bitcoin. Das heißt, man musste Bitcoin überweisen und konnte dann eben damit andere Leute bezahlen, dass die für einen irgendwelche Kryptowährungen meinen. Entweder Bitcoin oder eben Altcoin oder was auch immer ihr eben haben wolltet. So, und die wurden vor einer Weile gehackt und all ihre Bitcoin wurden auf ein anderes Konto überwiesen. Dagegen kann man nichts machen. Das heißt, die ganzen Bitcoin, die ihr bei NiceHash hattet zum Beispiel, sind jetzt weg. Das ist nur ein Beispiel, wo ich auch mitbekommen habe tatsächlich, wo Leute betroffen waren. Und das ist schon relativ übel eigentlich, denn ja, ihr konntet im Endeffekt nicht mal was dafür, aber eure Bitcoin oder euer Geld im Endeffekt ja natürlich auch, ist einfach weg. Das ist ziemlich böse und ja, kommt natürlich bei Third-Party-Wallets oder kann bei Third-Party-Wallets immer passieren. Deswegen solltet ihr auch immer drauf schauen, wie gut ist diese Website, bei der ich jetzt mein Wallet einrichte, geschützt. Wie gut sind die auch vielleicht versichert? Das ist immer so ein bisschen der springende Punkt. Und habe ich vielleicht überhaupt keinen Kontaktpartner an der Stelle? Das heißt, eine Börse zum Beispiel, die keinen Kontaktpartner hat oder keinen Support angegeben hat, einfach nur so da ist, die kann natürlich auch einfach hergehen und sagen, haha, wir halten alle Bitcoin, wir ziehen uns jetzt aus dem Verkehr, uns kann man eh nicht auffinden, weil wir komplett anonym sind und uns gehören eure ganzen Bitcoin oder Dollar oder whatever.
Das heißt, da immer drauf achten, wie vertrauenswürdig ist eigentlich diese dritte Partei, in die ihr quasi euer ganzes Geld reinsteckt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und die letzte Kategorie, die vermutlich sicherste Variante davon, sind Hardware-Wallets, und eine ganz spezielle Hardware-Wallet-Art sind Paper-Wallets. Hardware-Wallets bedeutet so viel wie, ihr habt einen speziellen USB-Stick zum Beispiel, oder irgendein anderes Hardware-Gerät tatsächlich, was nicht auf eurer Festplatte ist. Und mit diesem Hardware-Gerät, da speichert ihr eure ganzen Keys drauf. Und das gibt es sehr, sehr häufig. Wir werden auch vielleicht das ein oder andere uns angucken. Wenn irgendjemand hier von irgendwelchen Sponsoren oder sowas dieses Video sieht, der darf mir gerne so ein Ding zuschicken. Ich würde sowas wirklich gerne mal zeigen. Ich habe tatsächlich kein Hardware-Wallet. Allerdings möchte ich euch ganz speziell die Paper-Wallets vorstellen. Da werden wir auch im nächsten Video dann einen eigenen Paper-Wallet uns anschauen, wie man so ein Ding tatsächlich selber baut. Es gibt Webseiten, da könnt ihr mehrere 100 € für ein Paper-Wallet ausgeben, was einfach nur totaler Bullshit ist. Aber es gibt natürlich auch eine einfache Selbermach-Bauweise sozusagen, wie man solche Paper-Wallets hinkriegt. Der Sinn von Hardware-Wallets ist, dass ihr sozusagen nicht mal mehr auch nur eine Spur von diesem Wallet auf eurem Rechner habt. Das heißt, wenn ihr gehackt werdet, wenn irgendeine Third-Party gehackt wird, es geht euch komplett am Arsch vorbei. Ihr habt eure Bitcoin sicher auf eurem dritten Gerät, das heißt auf eurem USB oder auf eben tatsächlich ausgedruckt auf Papier. Und das ist ziemlich geil, allerdings muss man dann natürlich gucken, dass dieses Gerät nicht verloren geht oder abhanden kommt oder sowas, denn sonst sind diese Coins auch verloren. Das heißt, in jedem Fall habt ihr natürlich dasselbe Problem wie beim Bargeld. Wenn ihr es in ein Paper-Wallet reinsteckt und, keine Ahnung, das Papier wird nass oder es geht halt einfach irgendwie kaputt oder eure Bude fackelt ab oder sowas, gut, dann habt ihr andere Probleme, aber okay. Auf jeden Fall, wenn dieses Papier dann zerstört wird, dann sind eure Coins weg, ihr kommt da nicht mehr dran. Und ja, Mnemonics haben wir uns ja letztes Video angeguckt, das ist dann eine andere Weise, wie ihr sozusagen eure Coins sicher in eurem Kopf aufbewahren könnt. Da habt ihr nur das Problem, wenn ihr abkratzt, dann sind eure Coins wahrscheinlich auch weg. Aber gut, ich meine, dann habt ihr sowieso wahrscheinlich andere Sorgen. Okay, und ja, das sind so die gängigsten, oder was heißt die gängigsten? Das sind so die Arten von Wallets, die man haben kann. Zusätzlich kann man natürlich dann immer sagen, hey, ich hätte ganz gerne einen HD-Wallet oder ein Mnemonic-Wallet oder, keine Ahnung, ein Seeded-Wallet oder sowas. Und ja, da gibt es sozusagen alle Kombinationen aus diesen Dingern. Okay, und das war's jetzt erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!